Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gesprächen über den weiteren Verlauf des Krieges gegen Russland in den USA eingetroffen. In einer noch im Flugzeug aufgezeichneten Videoansprache kündigte er an, dass US-Präsident Biden und anderen Verbündeten den Plan für einen ukrainischen Sieg auf den Tisch zu legen. Laut Selenskyj treten die Kämpfe in der entscheidenden Phase. Auch Bundeskanzler Scholz befindet sich ja aktuell wegen der UNO-Generalversammlung in New York. Dort wollen beide im Laufe des Tages auch miteinander sprechen. In den USA wird die Ukraine ihren Plan für den Sieg vorstellen und der Präsident der USA wird ihn als erster in Gänze sehen. Natürlich werde ich den Siegesplan auch allen Anführern der Partnerländer vorstellen, die auch auf dem Weg zum Frieden führen können, indem sie uns beim Friedensplan helfen. Wir werden ihn auch dem Kongress und beiden Präsidentschaftsbewerbern vorstellen. Amerika hat die nötige Stärke, zusammen mit der Ukraine und unseren Verbündeten zu liefern, was wir am meisten wünschen. Guten Morgen von Berlin nach Kiew zu Tatjana Ohm. Tatjana, was ist das für ein ominöser Friedensplan? Was steckt dahinter, den Selenskyj da unterbreiten will in New York? Guten Morgen, Thomas. Und siehst du schon, mit dem Wort, was du gewählt hast, fängt die Verwirrung an. Ein Siegesplan ist es, nicht ein Friedensplan. Zwei unterschiedliche Dinge sind es, die die Ukrainer hier ausgearbeitet haben. Den Friedensplan, den kennen wir schon seit bald 2 Jahren. Der hat 10 Punkte. Der Siegesplan, den Selenskyj jetzt den wichtigsten Verbündeten und den wichtigsten Waffenlieferanten für die Ukraine, muss man auch dazu sagen, vorstellen will, soll angeblich 4 Punkte beinhalten, mit einem 5. Punkt, der dann implementiert werden soll, wenn man einem Frieden nahe ist. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, was sind denn diese 4 Punkte? Da muss ich ganz klar sagen, weiß niemand ganz genau, außer dem Präsidenten und den Leuten um ihn herum. Aber ich glaube, man muss davon ausgehen, dass diese 4 Punkte für den Siegesplan vor allen Dingen militärische Unterstützung, weitreichende militärische Unterstützung, und das meine ich genauso, wie ich es sage, weitreichend im Sinne von Langstreckenwaffen, mit denen man eben tief ins russische Territorium hineinschießen könnte, um sich zu wehren, um dort Munitionsdepots, aber auch zum Beispiel Flugrampen und für Flugzeuge alles, was man braucht, Flugzeuge selber, Kampfflugzeuge der Russen sozusagen zu zerstören, sodass man die russische Seite so weit schwächt, bis sie tatsächlich bereit ist, sich zu den Bedingungen, die die Ukraine braucht, um als Staat weiter existieren zu können, an den Tisch zu setzen und ernsthaft über einen Frieden zu debattieren. Das heißt, der Siegesplan, den Selenskyj jetzt im Gepäck hat, ist sozusagen die Vorstufe für den dann möglicherweise folgenden 10-Punkte-Plan des Friedensplans, den er ausgearbeitet hat. Wichtigstes Element auf dieser USA-Reise wird es natürlich sein, neben Biden die Gespräche mit Kamala Harris und vor allen Dingen mit Donald Trump, weil natürlich die Sorge bei den Ukrainern ist, sollte es zu einer Neuauflage einer Präsidentschaft durch Trump kommen, bei dem die Ukraine nicht genau weiß, wie sehr steht er auf ihrer Seite, wie groß wird die Unterstützung noch sein. Deshalb also der Versuch mit ihm, auch das hier schon zu besprechen. Das gilt natürlich auch für alle anderen wichtigen Republikaner, um ihm zu zeigen, das ist unser Plan und wir hoffen auf deine Unterstützung.